Hallo Freunde, ich bin's wieder, der Kenny. Willkommen zu einer neuen Spielevorstellung. In diesem Video möchte ich euch das Spiel Car Manufaktur vorstellen. Car Manufaktur ist ja, eine Fahrzeugsimulation, eine Wirtschaftssimulation und eine allgemeine Simulation, in der ihr eine Autofabrik aufbaut und dort Autos produziert. Wie das Ganze verstanden geht, das seht ihr in diesem Video. Und der Entwickler dieses Spiels ist die Firma Stereo Games SA und der Publisher ist Playway SA. Das ganze Spiel ist am 1. August 2024 erschienen bei Steam für den PC und kostet momentan 19,50 €. Ja, Freunde, und da sind wir auch schon beim Gameplay angekommen. Zu Car-Manufaktur. Wie gesagt, in Car-Manufaktur geht ihr hin und ihr baut eine Autoindustrie auf, beziehungsweise eine ja, ist nicht Autowerkstatt, sondern Autoindustrie. Ihr baut eine Fabrik für Autos auf, in der ihr Autos produziert und ausstattet, etc. Das Ganze fängt eigentlich wie folgt an. Das Spiel hat auch ein Tutorial, das könnt ihr durchspielen, da wird es euch ein bisschen beigebracht. Ihr geht hin, baut ein Gebäude, setzt dieses Gebäude, stattet es aus mit Fließbändern. Die gab es in der Zeit, glaube ich, schon. Und auf diesen Fließbändern geht ihr hin und müsst dann mit den Mitarbeitern, die ihr einstellt, euer Auto produzieren. Das Auto wird dann per Fließband weitergeleitet zum Ausgang. Dort müsst ihr dann später, wenn ihr das Auto dann produziert habt, das Auto verkaufen mit einem Verkäufer, den ihr auch einstellt und wofür ihr ihm auch Platz schafft. Und das Ganze läuft mit dem ersten Auto, da habt ihr die Blaupause freigeschaltet. Bei der zweiten oder bei der nächsten Blaupause, nächsten Autos, da müsst ihr dann Forscher einstellen und müsst weitere Blaupausen von euren Autos erforschen. Die Qualität der Autos und ja, der Preis der Autos spielt eine entscheidende Rolle bei dem Verkauf und vor allen Dingen die Fähigkeiten von dem Verkäufer spielen eine entscheidende Rolle. Das Ganze geht vonstatten, indem ihr dann ja, teure Mitarbeiter einstellen müsst oder aber einen teuren Verkäufer, die zum Training schicken könnt und so weiter. Das Ganze ist dann in diesem Gameplay so geregelt. Und des Weiteren habt ihr dann Möglichkeiten in dem Forschungsbaum, der euch dann auch zur Verfügung steht, der in den folgenden Schritten dann das Ganze weiter auszubauen, wie zum Beispiel eine zweite Produktionswerkstatt oder zweite Station beim Fließband, nicht Produktionswerkstatt, sondern zweite Station bei Fließband. Weiß ich sage dann Station 1 wird dann bis zur Karosserie alles gebaut, Station 2 dann die Innenausstattung und so weiter. Das Ganze mit der Forschung möglich, die ihr in Form von Aufgaben langsam freischalten könnt. Ich glaube, der erste Punkt ist kostenlos. Der zweite Punkt ist dann, ihr müsst 2 Autos verkaufen und so weiter. Das Ganze seht ihr aber, ist gut beschrieben in dem Spiel. Das Spiel ist ja, wie gesagt, auch auf Deutsch. Und das alles ist in Car-Manufaktur möglich. Es gibt viele Möglichkeiten in diesem Spiel, sich auszutoben. Und mir persönlich hat es eine Menge Spaß gemacht. Für 19,50 € wird euch übel viel Spielspaß geboten. Und ich war begeistert von dem, was ich da gemacht habe. Konnte mich irgendwie auch nicht lösen. Zack, war eine Stunde rum, zack, waren 2 Stunden rum. Und ja, das Spiel hat so einen eigenen Charme und das gefällt mir ganz gut. Wie gesagt, das war das Gameplay zu Car Manufaktur. Kommen wir jetzt zu Test und Fazit. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Fazit und Test von Car Manufaktur. Ich bewerte das Spiel aufgrund meiner eigentlich eigenen Meinung. Und ja, zu erwähnen gibt es jetzt erstmal die Vorteile. Vorteile
in dem Falle sind, ja, ihr habt eine Autoindustrie, ihr arbeitet in der Autoindustrie, ihr baut eine Fabrik auf, müsst Autos produzieren. Das ist für mich ein Vorteil. Ist mal wieder was anderes. Zum anderen, ja, ihr habt verschiedene Startmöglichkeiten mit Herausforderungen. Ihr könnt in verschiedenen Städten starten, mit einem großen Gelände, mit einem kleinen Gelände und verschiedene Herausforderungen. Äh, Mal habt ihr die Möglichkeit, mehr Werbung schalten zu müssen, damit ihr Autos verkauft und so weiter. Viele Herausforderungen. Ich glaube, es sind 6 Stück oder so. Und weiterer Vorteil in dem Spiel ist, dass ihr viele Forschungsmöglichkeiten habt. Ja, der Forschungsbaum sieht zwar klein aus, passt auf eine Seite, aber jeder Punkt hat noch Unterpunkte und diese Unterpunkte haben auch noch Punkte, die ihr ausfüllen müsst. Ihr habt, wie gesagt, viele Forschungsmöglichkeiten, die ihr in dem Spiel habt. Und was auch für mich ein Vorteil ist, vielleicht für manch andere nicht, ihr habt die Möglichkeit, in dem Spiel pleite zu gehen. Also ihr könnt Konkurs gehen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, ne? Nicht zu viel Geld ausgeben, vielleicht nicht direkt alles verballern, was ihr an Startkapital habt. Das habt ihr übrigens 10.000 $ als Startkapital. Und die vielleicht ja, mal ein bisschen Auge aufs Geld achten, Geld werfen, damit ihr nicht schnell pleite geht. Das ist für mich ein Vorteil. Ja, und weiterer Vorteil, äh, viele Autos sind erforschbar. Ähm, Jedes Auto ist als Familienauto konzipiert oder Sportwagen. Und da gibt es dann sogenannte T-Stufen, also T2, T3, T4 bis T10. Dann habt ihr die Möglichkeit, ja, noch weiter an euren Autos rumzuforschen. Das sind die Vorteile im Spiel. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen, die für mich da wären. Ja, Nachteil Nummer eins, die Grafik von dem Spiel. Die wirkt ein wenig schwammig stellenweise. Ähm, Ist vielleicht so gewollt, vielleicht für das Zeitalter der Autoindustrie. 1885 war das, glaube ich, produziert ihr euer erstes Auto. So ein Dreirad, ist lustig. Ähm, die Grafik, wie gesagt, finde ich ein bisschen schwammig und stellenweise auch ein bisschen unscharf. Muss man sich dran gewöhnen, ist jetzt aber auch kein großes, ja, Negativmerkmal vom Spiel. Zum Weiteren ein Negativmerkmal: Ihr habt keine große Kontrolle über eure Mitarbeiter. Ihr sagt jetzt nicht, Mitarbeiter oder Mechaniker nur am Fließband arbeiten, sondern die stehen am Fließband und irgendwann verschwinden sie, sind dann irgendwo unterwegs und ihr müsst sie suchen und macht er jetzt Pause, macht er keine Pause. Das habe ich noch nicht ganz raus, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, die setzen einen Teil da rein, produzieren das und dann sind sie auf einmal verschwunden. Ihr sucht dann, wo sind die? Ist der überhaupt noch da? Hat er sich krank gemeldet oder so? Ich weiß es manchmal nicht. Das ist für mich so ein Negativmerkmal. Weiterer Negativmerkmal: der Verkauf der Autos. Wenn ihr ein Auto verkauft durch einen Verkäufer, gibt es keinen großartigen Hinweis. Wenn ihr mit eurer Fabrik zugange seid und da wird ein Auto verkauft oder so, ihr seht es nicht. Ihr seht es nur, wenn ihr gerade in der Szene seid. Also wenn ihr in der Verkaufsszene seid, ihr guckt ja von oben drauf. Und wenn ihr in dieser Verkaufsszene seid, man sieht es nicht. Man sieht halt nur, wenn ein Auto verkauft worden ist oder nicht, woran es gehapert hat, wenn man in diesem Bild ist. Aber jetzt, wenn man woanders beschäftigt ist in seinem Gelände und der Verkauf geht vonstatten, vielleicht hätte man das Ganze lösen können in Form von einem, was ich, ein Glöckchen oder so, dass ein Auto verkauft worden ist. Dann weiß man, ein Auto ist wieder verkauft worden. Das fand ich jetzt als Negativmerkmal, ist jetzt aber auch nicht allzu gravierend. Ja, und als letztes Negativmerkmal, für mich war ein positives Merkmal, aber viele andere können das vielleicht auch so sehen: Ihr geht schnell pleite. Ihr habt schnell Ihr könnt ganz schnell Konkurs gehen in dem Spiel. Das habe ich aber gerade schon bei der positiven Geschichte erzählt. Wer darauf achtet, da ist das jetzt kein großes Problem. Dann kommen wir dann jetzt zu dem persönlichen, zu meiner persönlichen Bewertung, was Grafik, Sound und Spielspaß angeht. Den Grafik von K-Manufaktur würde ich hier mit einer 7 von 10 bewerten. Aufgrund dessen, weil ich ja gesagt habe, dass es stellenweise ziemlich schwammig wird. Man weiß, wo man sich befindet, aber so ein bisschen mehr Detailtiefe hätte mir gut getan oder hätte dem Spiel gut getan. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ist, wie gesagt, für Grafik, für eine Wirtschaftssimulation ist sowieso erstmal nebensächlich. Aber äh, in dem Fall würde ich die hier mit einer 7 von 10 bewerten. Dann zum Thema Sound. Den Sound, den würde ich hier mit einer 8 von 10 bewerten. Der Sound ist wirklich gut gelungen. Ihr habt so eine Art Blues, der so im Hintergrund gespielt wird, immer verschiedene Musikstücke. Dann, wenn ihr in eure Fabrik reinzoomt, dann hört ihr die
Fließbänder laufen, ihr hört, wie die Mitarbeiter werkeln, im Vorfront Hammer hauen oder Sonstiges. Der hat mir ganz gut gefallen und wie gesagt, den bewerte ich hier mit einer 8 von 10. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum Spielspaß in dem Spiel K-Manufaktur. Für 19,50 € wird euch eine Menge geboten. Ich bewerte den Spielspaß hier mit einer 9 von 10. Ihr verbringt 1, 2, 3, 4, 5 Stunden in dem Spiel. Das ist kein Problem. Die schafft ihr locker. Ähm, Das macht für mich also den Spielspaß aus, wenn ein Spiel, wenn ihr es anwerft und ihr spielt und merkt, schon 1 Stunde weg und so weiter. Kommt keine Langeweile auf. Ihr habt immer was zu tun. Ihr guckt, ne, geht das Fließband vorbei, wann ist das nächste Auto fertig, geht der Verkauf vonstatten und so weiter. Wie gesagt, in diesem Falle der Spielspaß 9 von 10 von mir als Bewertung. Und dann, da würde ich dann als Fazit sagen, für mich eine klare Kaufempfehlung. Ich kann das Spiel für 19,50 € wirklich empfehlen. Wer Lust hat, Autos zu produzieren, der zu erforschen und ja, vielleicht auch in den Schredder später zu werfen oder sonstiges, der ist mit 19,50 € wirklich gut aufgehoben. Von mir eine klare Kaufempfehlung. Gut, Freunde, das war's auch schon. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch die Spielevorstellung zu K-Manufaktur gefallen. Mir persönlich hat's Spaß gemacht. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen des Videos. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen freuen, über ein Abo oder einen Kommentar. Vielleicht kommentiert ihr das Ganze, wenn ihr es auch gespielt habt. Würde mich freuen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Kenny. Ciao.